Hallo liebe Freunde, mein Name ist Frank N. Stein, ich bin das Zombieline. Dieses Video ist ein Review, eine Nachbetrachtung zum Spiel Nordhold. Ich bin dabei, wie immer, absolut subjektiv und erhebe keinen Anspruch, dass die hier gemachten Aussagen allgemeingültig sind. Zuerst gebe ich ein paar Informationen zum Spiel. Danach geht es darum, was besser sein könnte. Anschließend sage ich euch, was ich besonders gelungen fand. Und zum Schluss gebe ich eine Einschätzung zum Wiederspielwert und ein Fazit. Nordhold ist in erster Linie ein Tower Defense Spiel. Dabei stehen uns insgesamt 8 verschiedene Türme zur Verfügung, die jeweils mit verschiedenen Bannern zusätzliche Eigenschaften erhalten können. Jeder dieser 8 Türme kann mit 3 anderen Türmen Fusionen eingehen, die wiederum bestimmte Eigenschaften der Türme teilen. In zweiter Linie ist Nordhold eine Wirtschaftssimulation. Vor jeder neuen Welle kann man seine Stadt ausbauen und sich um seine Wirtschaft kümmern, um sich den Krieg gegen die anstürmenden Horden überhaupt leisten zu können. Auch die Planung neuer Türme oder deren manuelle Beförderung findet in dieser Phase in aller Ruhe statt. Zu guter Letzt ist Nordhold in dritter Linie auch ein wenig Roguelike. Während einer Partie kann man Ruhmpunkte erwerben, die man in Verbesserungen stecken kann, die teilweise für die aktuelle Runde schon gelten, teilweise aber auch erst Einfluss beim Start einer neuen Runde haben. Was könnte besser sein? Wenn man in Nordhold Welle 30 geschafft hat und den dortigen Boss besiegt hat, kann man die Runde beenden oder in den Endlosmodus wechseln. Übrigens, warum man hier die Runde beenden sollte, also nicht den Endlosmodus wählen sollte, erschließt sich mir nicht ganz, aber egal. Worauf es mir ankommt. Mit dem Endlosmodus spielt man letztlich um Punkte für die Rangliste. Und hier finde ich es bedauerlich, dass der Spielstand jeweils nur zu Beginn der Wirtschaftsphase gespeichert wird. Das konterkariert nämlich in meinen Augen den Roguelike-Gedanken und die Sache mit der Rangliste. Wenn man sich etwas überlegt und das ausprobiert, das einstellt, dann sieht, dass es nicht funktioniert, weil man zum Beispiel überrannt wird und dann einfach das Spiel abbrechen kann, bevor diese Runde zu Ende ist, diese Welle, und beim nächsten Laden einfach wieder zurück in die Wirtschaftsphase kommt, um etwas anderes auszuprobieren und quasi die Welle damit komplett neu startet. Selbst Streamer und YouTuber machen dies in ihren Streams und Videos und rühmen sich dann damit, wie toll sie sind mit ihren Punkteständen, obwohl sie die Runde mehrfach neu laden mussten. Ich sage ja nur, dass ich bisher nicht mal Welle 40 gemeistert habe im Normalmodus, könnte auch besser sein. Aber Gerüchten zufolge liegt das auch an mir. So. Ich glaube allerdings in diesem Zusammenhang, dass ich also die Welle 40 nicht schaffe, dass es so eine Art Meta gibt, die man einhalten muss, um, sagen wir mal, über Welle 40 hinauszukommen und da erfolgreich zu sein, die ich einfach so nicht spiele, nicht kenne, nicht verinnerlicht habe, was auch immer. Und zu dieser Meta gehören dann sicherlich einerseits auch die Startbedingungen. Wenn die nicht stimmen, hat man schon einen signifikanten Nachteil. Weiterhin gehört dazu eine nicht unerhebliche Menge an Glück, die richtigen Banner zur richtigen Zeit in der richtigen Qualität zu erhalten und wenn irgend möglich zusätzliche Ressourcen durch zum Beispiel Elite-Gegner, die Kisten droppen, zu erhalten. Und wenn man da, Zombie-like, einfach Pech hat und trotz erhöhter Wahrscheinlichkeiten auf Elite-Gegner einfach keiner von den Jungs erscheint, naja, dann guckt man einfach in die Röhre.
Und weil das etwas unausgeglichen ist, nervt es mich und steht hier auf der Negativliste. Okay, dann kommen wir zur anderen Seite. Was hat also gefallen? Nun, das Spiel hat einen sehr hohen Suchtfaktor. Für Leute wie mich, die für sowas anfällig sind. Also für gute Spiele. Man kann halt immer wieder auch etwas Neues probieren. Sei es neue Turmkombinationen, neue Herangehensweise, die Wirtschaft betreffend. Oder man nutzt andere Banner, findet andere Relikte, nutzt andere Zauber. Jedes Spiel ist etwas anders, da sich auch die Karte erst nach und nach, innerhalb der ersten 30 Wellen, offenbart. So erfährt man eben auch erst nach und nach, wo sich weitere Türme lohnen, damit sie einen möglichst großen Bereich abdecken. Man erfährt auch erst nach und nach, wo sich vielleicht Abzweigungen befinden, und man muss dann entscheiden, welchen Weg man weitergehen wird, eben auch, damit sich möglichst gute Optionen für Türme zum Beispiel realisieren lassen. Das Spiel macht so viel Spaß und ist dabei so fesselnd, dass man die Zeit komplett vergisst. Eine Runde allein bis Welle 30 kann locker 1,5 Stunden oder auch länger dauern. Und wer weiterkommt, der kann locker 2 bis 3 Stunden verdaddeln, wie gesagt, für eine Runde Nordhold. Und selbst wenn man schließlich in einer Welle komplett überrannt wird und das Spiel verloren hat, bleibt oftmals so mehr dieser Wow-Effekt über geile Kombos oder eine an sich gute ausbaufähige Strategie, als dass man sich so wirklich ärgert. Vielleicht ist es auch, dass so ein bisschen so eine Art Last von einem abfällt. Man war die ganze Zeit, war man konzentriert, mitten dabei, hat sich was überlegt, hat gehofft, war angespannt dadurch und plötzlich ist die Runde vorbei. Man hat zwar verloren, aber man ist total entspannt und freut sich eigentlich über die Zeit, die man gerade in einem Spiel verbracht hat, auch wenn man in der Situation verloren hat. Also mir geht es oft so, dass ich mich dann am Ende nicht wirklich ärgere, klar für einen Augenblick schon, aber das ist dann am Ende eben, okay, war ein schönes Spiel, auf in die nächste Runde. Weiterhin muss man auch sagen, dass die Entwickler noch einiges mit dem Spiel vorhaben, sodass sich in künftigen Seasons, zum Zeitpunkt des Reviews sind wir in Season 2, noch einiges ändern kann und wird. Die Roadmap für diese Änderung kann übrigens auch auf Steam eingesehen werden und verspricht einiges an Abwechslung für die Zukunft. Wiederspielwert und Fazit. Zum Zeitpunkt dieses Reviews habe ich etwa 60 Stunden gespielt und dabei 28 von 32 Steam-Errungenschaften erreicht. Das sind knapp 88%, also schon ziemlich viel. Die übrigen Steam-Errungenschaften sind bekannt und könnten bei Gelegenheit direkt angegangen werden. Aber es gibt ja noch die Ingame-Entdeckungen. Das sind Gebäude, Banner, Relikte, Orakelpfade, Heldenzauber und Heldenattribute, die man im Spiel schon benutzt hat. Bei den Entdeckungen habe ich 329 von 391 erreicht, was mit 84% ebenfalls erstmal sehr hoch erscheint, aber so rein zahlenmäßig ist hier dann schon noch einiges zu entdecken. Ich habe das Spiel für 16 € bekommen und finde, das ist ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich werde vermutlich auch noch viele Stunden in diesem Spiel verbringen und womöglich irgendwann diese ominöse Welle 40 knacken. Wer mir dabei behilflich sein will, kann ja gerne mal in meine Nordhold-Playlist reinschauen und mir unter die Videos schreiben, was ich falsch mache. Wenn es zu viel ist für einen Beitrag, könnt ihr auch mehrere benutzen. Mein Fazit ist also: unbedingte Empfehlung für alle Tower Defense Liebhaber und solche, die es werden wollen. Ich zumindest habe definitiv immer wieder Spaß, auch beim Scheitern.
Was sagt ihr zu diesem Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare. Hat euch dieses Review zu Nordhold gefallen? Dann gebt ihm einen Daumen hoch und einen netten Kommentar. Habt ihr Ideen, was ich sonst noch spielen, streamen und reviewen könnte? Auch das gern in die Kommentare. Und wer künftige Videos nicht verpassen will, naja, der lässt noch ein Abo da. Bis zum nächsten Mal, euer Zombelein Frank N. Stein.